Hypnose. Zum Einschlafen und Durchschlafen und zum Ausstieg aus dem falschen Lebenskonzept. Hey, ich bin Matthias Schwem, Selbstbewusstseinstrainer und Begründer von HypnoKing. Wenn du diese Einschlafhypnose plus Dutzende weiterer Einschlafhypnosen gerne in einer App auf deinem Handy haben möchtest, dann geh jetzt auf hypnoking.de/gratis. Du kannst deinem Körper erlauben, die Position für dich finden zu lassen, die dir jetzt dient beim Einschlafen. Ob du meiner Stimme bewusst folgst oder deine Aufmerksamkeit frei fließen lässt, liegt vollkommen bei dir. Vertraue einfach auf die tieferen Schichten in dir, die genau wissen, wie dein Einschlafen jetzt in deinem Sinn gut funktioniert. Eine gute Bekannte von mir machte eine Lehre, die sie nicht machen wollte, in ihrem konkreten Fall bei einer Krankenversicherung. Und nachdem sie mit dieser Lehre, die sie nicht machen wollte, fertig war, blieb sie an diesem Arbeitsplatz, den sie nicht wollte, bis sie krank war. Ein führender Professor machte ihr klar, was sie nun schulmedizinisch zwingend zu tun hätte. Doch sie ging ihren eigenen Weg der Gesundung. Ein Jahr später traten dieselben Krankheitssymptome erneut auf. Und derselbe Professor machte ihr klar, dass sie, wenn sie nun den schulmedizinischen Weg nicht gehen würde, in spätestens 5 Jahren tot sei. Sie ging weiterhin ihren eigenen Weg. Insbesondere stieg sie jetzt endgültig aus dem Beruf aus, den sie nicht wollte, und sie begann erstmals mit dem Leben, das sie schon längst leben wollte, zu dem sie aber bisher den Weg noch nicht eingeschlagen hatte. Sie gesundete und 5 Jahre später lud der Professor, der den Tod prophezeit hatte, ein, beglückwünschte sie zu ihrer Gesundheit und er sagte ihr, sie sei für ihn ein medizinisches Phänomen. Und seither lebt diese Frau ihr Leben, erfreut sich bester Gesundheit
Und sie ist sich sicher, dass mein Coaching zu ihrer Gesundung beigetragen hat. Und es ist eine wahre Geschichte, die du in ihrem Buch nachlesen kannst, das ich dir auf meinem YouTube-Kanal, den du über meinen Namen Matthias Schwem findest, unter dem Video verlinken werde. Die wenigsten Menschen leben ihr Leben. Und es mag die Folge davon sein, von den Wegen, die die meisten Menschen gehen. Im Kindergarten bekommen wir gesagt, was wir zu tun haben, was wir zu lassen haben, was gut sei, was schlecht sei. Und sinngemäß geht es damit in der Schule genauso weiter. Andere legen fest, ob unsere Leistungen den Anforderungen genügen oder nicht. Und die meisten Menschen machen sich diese äußeren Anforderungen zu eigen, in dem Sinn, dass sie versuchen, dem zu folgen, dass sie immer besser darin werden, den von außen an sie herangetragenen Leistungsanforderungen Folge zu leisten. Nicht selten bis zur totalen Verausgabung oder gar bis zum Burnout. Du würdest diese Einschlafhypnose jetzt nicht hören, wenn sie nicht auf diese oder jene Weise mit dir in Resonanz gehen würde. Und vermutlich hast du noch die Wahl. Und vielleicht ist jetzt, in genau diesem Jetzt, der beste Zeitpunkt, neu zu entscheiden oder zumindest auf dich wirken zu lassen, inwiefern du mit deinem bisherigen Leben fortfahren möchtest oder inwiefern es dir höchste Eisenbahn zu sein scheint, ernsthaft über Veränderungen nachzudenken, um diesen Veränderungen Taten folgen zu lassen. Wir lernen, den Anforderungen anderer gerecht zu werden. Und vielleicht ist es jetzt, genau jetzt, für dich an der Zeit, neu zu entscheiden. Für dich, für dein Leben. Auch dann, wenn dir im Moment vielleicht noch nicht oder noch nicht ganz so klar ist,
wie es sein könnte, wie es sein sollte, wie es maßgeschneidert für dich sein kann. Dein von innen heraus dich erfüllendes Leben. Die wenigsten Menschen, die ich in meiner über 24-jährigen Tätigkeit als Selbstbewusstseinstrainer kennengelernt habe, wussten irgendwie sofort von sich aus, von innen heraus, was ihr Leben, ihr wahres Leben wirklich ist. Doch die Menschen, die es wirklich ernst mit sich meinten und die die Entscheidung trafen, sich auf den Weg zu machen, auf ihren Weg, und die tatsächlich suchten, die tatsächlich veränderten, die tatsächlich ausprobierten. Die kamen im Regelfall immer mehr an in ihrem Leben. Die wurden immer besser darin, ihr Leben zu leben. Denn was kann es Schöneres auf dieser Welt geben, als das Gefühl, das wahre eigene Leben zu leben, im Einklang mit den eigenen höchsten Werten, im Einklang mit den eigenen Stärken, im Einklang mit der im Regelfall zunächst völlig unbewussten Lebensvision, die sich dann oft im Verlauf der Monate, im Verlauf der Zeit zusehends herauszuschälen begann, sich zusehends in deinem Leben herausschälen kann, sich zusehends in deinem Leben herausschälen wird, wenn du dir die Möglichkeit dazu gibst, wenn du dich ernst genug nimmst, wenn du dir selbst wert genug bist, dein Leben zu leben. Kein Geld auf dieser Welt, keine Vermögenswerte auf dieser Welt können dir das geben, was dir dein wahres, dich von innen heraus erfüllendes Leben geben kann, geben wird. Mit allem, was dazu gehört. Denn was hat ein Mensch von Vermögenswerten,
wenn er an seinem Leben vorbei lebt. Jeder Mensch hat ein Leben und im Kern zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1: fernab von seinem Leben zu leben, so wie es die meisten Menschen tun, die damit niemals wirklich glücklich werden können. Oder Möglichkeit 2, für die man in der Schule nicht ausgebildet wird, für die man im Beruf nicht ausgebildet wird, die man sich nur selbst erarbeiten kann. Die wahre Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, sein wahres Leben zu leben. Und es funktioniert im Regelfall, im Kern, nicht einfach dadurch, indem man sich die Frage stellt, was will ich wirklich? Sondern indem man immer wieder in die Ruhe geht, in die Entspannung, in die Meditation, Trance, Hypnose. Sodass man sich selbst in der Tiefe der Seele spüren kann, sodass man diese leise Stimme der Intuition in sich hören kann. Und wenn man sich dann mutig dazu entscheidet, dieser leisen Stimme der Intuition aus der Tiefe der Seele heraus zu folgen, dann wird man zunächst im Regelfall unruhig sein, vielleicht voller Angst, weil man diese Art des Denkens, diese Art des Handelns möglicherweise noch niemals praktiziert hat. Doch wenn man sich in diesem Sinn treu bleibt, im Vertrauen bleibt, mutig seiner leisen inneren Stimme der Intuition folgt, dann wird man nach einer Weile feststellen, das Leben wird leichter, und obwohl sich das Leben allmählich weniger anstrengend anfühlt, wird man erfolgreicher, bekommt man mehr Gehör, wird man verstärkt wahrgenommen, erzielt man eine authentischere Wirkung, obwohl man den Eindruck hat, weniger angestrengt zu kommunizieren oder kommunizieren zu müssen. Und der Mensch, der sich in diesem Sinn
treu bleibt, immer treuer wird, indem er seinem Weg folgt. Dieser Mensch gewinnt in dem Maß an Ausstrahlung, indem er seinem Weg folgt, indem er auf seinem Weg wächst, indem er auf seinem Weg dazu lernt, aus Fehlern, aus Erfolgen. Und diese Art des Lebens, diese Art des Lernens ist für die allermeisten Menschen neu, ist für die allermeisten Menschen ungewöhnlich. Doch da sowieso kein Mensch gewöhnlich ist, weil jeder Mensch außergewöhnlich ist, weil jeder Mensch einzigartig ist. Macht auch das Sinn? In dem Maß, wie du immer mehr deins lebst, in dem Maß, wie du immer mehr aus dem Vergleichen aussteigst, in dem Maß, wie du immer unvergleichlicher dein Leben lebst, wächst du, reifst du, entwickelst du dich immer mehr zu der Persönlichkeit, die da vielleicht seit so langer Zeit tief in dir verborgen war. Und es darf dir eine große Freude bereiten, immer mehr den Menschen zu entdecken, der da bisher tief in dir verborgen war. Es darf dir eine große Freude bereiten, den Riesen, den wahren Riesen in dir zu entdecken, zu entfesseln, zu seiner wahren Kraft heranwachsen, heranreifen zu lassen. Der wahre Riese in dir, das ist die Persönlichkeit, die du bist, in dem Maß, wie deine inneren Selbstbewusstseinsbremsen gelöst sind. Das ist die große Persönlichkeit in dir, die sich zeigt, in dem Maß, wie du dein Leben nach deinen Werten im positivsten Sinn ungebremst lebst. Und es mag sein, dass dir die Vorstellung davon, dein wahres Leben mit einem ungebremsten Selbstbewusstsein zu leben,
noch eigentümlich erscheint. Doch vermutlich wirst du dich schneller daran gewöhnen, an diese wunderbare Persönlichkeit, die da vermutlich noch tief in dir verborgen liegt, als du es im Moment für möglich hältst. Spüre in dich hinein jetzt. Spüre, erlebe, entdecke den Menschen in dir, der du bist. Erlaube dir immer mehr im Kontakt mit dir, mit den tiefen Schichten in dir zu sein. Erlaube dir, diese phänomenalen Kräfte der Natur zu spüren. Und es kann Mut erfordern, die Persönlichkeit zur vollen Entfaltung zu bringen, die in dir steckt. Stell dir einfach vor, die in deinem Inneren verborgene Persönlichkeit wäre so etwas wie die Knospe einer Rosenblüte. Zunächst noch unscheinbar klein, grün und allmählich durch die wärmende Sonne wachsend und wachsend, immer noch grün, größer werden, bis zu jenem Tag, wo sich allmählich die wahre Farbe dieser Rosenblüte zeigt und wo sich die Knospe der Rosenblüte allmählich öffnet. Und da, wo zuvor vermeintlich lediglich eine grüne Knospe war, ist plötzlich eine wunderschöne Rosenblüte zu sehen, die Bewunderer anzieht, die wunderbar duftet, die wunderbar anmutet. Und so kannst du dir immer mehr, immer leichter, immer natürlicher, immer wieder eine Vorstellung davon kommen lassen, wie es immer mehr der Fall sein wird, wenn deine wahre Persönlichkeit in all den wunderbaren Facetten, die dich im Kern wirklich ausmachen, in Erscheinung treten. Wenn du dir immer mehr erlaubst, deine Persönlichkeit zu entfalten, deine Persönlichkeit zu erfahren, zu erspüren, zu erleben. Immer mehr deine wahre Größe, deine wahren Kräfte, deine wahren Fähigkeiten zu erspüren, zu erleben,
dich von dir selbst überraschen und begeistern zu lassen. Es ist dein Leben. Solange du lebst, solange du denken kannst, solange du dich fühlen kannst, hast du zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, mehr in deinem Sinn zu denken, mehr in deinem Sinn zu handeln, mehr in deinem Sinn zu leben. Immer mehr deine verborgenen Kräfte zu nutzen, zur Entfaltung zu bringen. Viele Menschen verharren sozusagen im Raupenstadium aus Angst davor, während der Verpuppung ihre Beweglichkeit oder sonstige Sicherheiten zu verlieren. Doch die Menschen, die den Mut dazu haben, diese Transformationsschritte zu gehen, die den Mut dazu haben, durch dieses Larvenstadium zu gehen, die werden plötzlich erleben, wie sie ihre Augen auf eine völlig neue Weise aufschlagen können. Und wie sie plötzlich ein ganz anderes Wesen sind. Der selbstbewusste Schmetterling ihres Lebens sozusagen. Und da, wo die Raupe sich extrem anstrengen musste, um meinetwegen 1 Meter an Strecke zu überwinden, und da, wo sich die Raupen untereinander darüber unterhalten, zu Recht, wie anstrengend es ist, diese Strecke zu überwinden, da breitet der wunderschöne Schmetterling seine Flügel aus und lässt sich vielleicht sogar vom Wind seine Flügel aus und nutzt die Aufwinde, um an Orte zu gelangen, die er als Raupe auch mit größten Anstrengungen möglicherweise niemals hätte erreichen können. Und dieser Schmetterling ist zu Recht stolz auf sich, weil er den Mut hatte, diese transformativen Schritte zu gehen.
Und der Schmetterling weiß genau, wer einmal durch das Larvenstadium hindurchgegangen ist, der wird niemals wieder rückfällig werden können, im Sinne von wieder eine Raupe werden. Der Schmetterling ist ein Schmetterling, bleibt ein Schmetterling. Und kann all die Vorteile des Schmetterlingslebens voll und ganz genießen, so wie es die Natur für ihn vorgesehen hat. Und diese inspirierenden Gedanken kannst du nutzen. Kannst du in dein Unterbewusstsein hinein sinken lassen, damit auch du, auch im Schlaf, auch wenn du wach bist, auch in allen anderen Zeiten deines Lebens immer mehr der wunderbare Schmetterling werden kannst, der wahre Riese werden kannst, der du tief in deinem Inneren längst bist. Der Schmetterling konnte von der Raupe nur dadurch zum Schmetterling werden, weil der Schmetterling in der Raupe längst enthalten war. Und weil die Raupe die Schritte getan hat, die es brauchte, um ein Schmetterling werden zu können. Und mit diesen wunderbaren Gedanken, mit diesen wunderbaren Gefühlen, kann es in dir ruhiger werden. Kannst du dich noch mehr entspannen. Kannst du auch deine inneren Augen schließen. Kannst du es auch um deine inneren Ohren immer ruhiger werden lassen. Kannst du dir vorstellen, du würdest dich immer mehr in das innere Haus deines Schlafs zurückziehen. In jenes innere Haus deines Schlafs, in das du dich immer zurückziehst. Beim Einschlafen, beim Schlafen. Und du kannst dir vorstellen, dass du, wenn du im inneren Haus deines Schlafs angekommen bist, Fensterladen um Fensterladen zuklappst. Klapp. Du machst den ersten Fensterladen zu. Klapp. Du machst den zweiten Fensterladen zu. Klapp. Du machst den dritten Fensterladen zu. Und es wird immer ruhiger. Du fühlst dich sicher
fühlst dich geborgen. Du fühlst dich wunderbar umsorgt, gemocht, geliebt und klapp. Der nächste Fensterladen am Haus deines inneren Schlafs schließt sich. Klapp. Der nächste Fensterladen am Haus deines inneren Schlafs schließt sich. Und es fühlt sich so wunderbar an. Du kannst dich so wunderbar geborgen fühlen. Wunderbar umsorgt, sicher, wie in Abrahams Schoß. Und du kannst tiefer, tiefer und noch tiefer entspannen und im Schlaf immer mehr erlauben, wesentlicher Teil von dir zu sein, in deinen Schlaf einzutauchen, deinem Schlaf zu erlauben, sich liebevoll um dich zu kümmern, um deinen Körper, um deine Psyche, um deine Seele. Und klapp, 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 klappst du alle weiteren Fensterläden am inneren Haus deines Schlafs zu. Und du darfst schlafen, tief schlafen, im inneren Haus deines Schlafs. Und immer mehr der Schmetterling werden.